Das größte Leid, was ein Mensch erfahren kann, ist psychosomatisches Leid. Wenn es lange anhält, fangen wir unter anderem an, in der Nacht auf den Kiefer zu beißen. Das geht dann bis in die Halswirbelsäule und dann stellt sich dieser Schwindel ein. Wenn du 14 Tage lang diese Übungen durchführst, wird sich dein HWS-Schwindel wie in Luft auflösen. Der Halswirbelsäulenschwindel ist nicht wie der Schwindel, der so ruckartig kommt, zum Beispiel vom niedrigen Blutdruck, wo man sich einmal akut so richtig stark dreht. Nein, der Halswirbelsäulenschwindel, der ist wirklich latent den ganzen Tag vorhanden. Und das ist ziemlich unangenehm, weil da stellt sich öfters auch so ein leichter Kopfschmerz ein und es kommen solche Verspannungen hinten in den Rücken hinein und das Ganze fühlt sich sehr, sehr unangenehm an. Der Drehschwindel, der kommt meistens vom Ohr und der Halswirbelsäulenschwindel, wie der Name schon sagt, von der Halswirbelsäule. Also unser Gleichgewichtssinn arbeitet vor allen Dingen mit einem bestimmten Muskel zusammen, das ist der Sternocleido. Und dieser Sternocleido, der verläuft ungefähr hier runter, der geht bis zum Brustbein, aber auch zum Schlüsselbein hin. Und er sorgt dafür, dass wir unseren Kopf drehen können und natürlich heben. Und dieser Muskel ist sehr, sehr, sehr wichtig und der ist dafür bekannt, wenn da irgendwas mit dem Gleichgewichtssinn, mit den ganzen Muskeln, eine Störung innen drin ist, dass es dann zu diesem dauerhaften Schwindel und Benommenheitsgefühl kommen kann. Uns interessiert aber in diesem Video heute nur der Anteil vom Schlüsselbein, weil dieser Anteil sehr, sehr stark involviert sein soll mit dem Schwindel. So, und wenn wir jetzt das Ganze genauer veranschaulichen, dann siehst du doch diesen Ansatz hier, ja? Und das ist hier dieser Sternocleido. Der geht hier runter bis in diesen Ansatz hier, ne? Wo wir so reinfassen können mit den Fingern. Hier verläuft er so hinein, ja, das sieht man, glaube ich, ganz deutlich. Und der hat auch so Ausstrahlungspunkte und das sind diese Ausstrahlungspunkte, wenn er so strahlt, dann geht er hier oben hinein, aber auch hier hinten hinter den Ohren hinein und das zieht dann alles hier rein durch die Ausstrahlung und deswegen haben wir dann diesen Schwindel und dieses Gefühl, was du immer so kennst, wo du dann sich mit anderen unterhältst und so, oh, ich bin irgendwie so benommen, ich bin nicht ganz da. Also jetzt kannst du dir selber mal hier hinfassen, hinter dem Ohr, fass dir mal dahin, bitte. Da spürst du ja so wie so einen harten, wie so einen Knochenansatz, ja. Das nennt man auch Mastoid, ne? Das spürst du jetzt wahrscheinlich so ganz hart, ne? So wie so ein Knochen. Und hier, der ist praktisch verbunden. Der ist verbunden mit dem Sternocleido hier. Und dann ist er verbunden und jetzt kannst du hier mal hier so runterfahren. Wenn du jetzt auf der äußerliche, dann kommst du bis zum Brustbein hin hier, ne? Hierher. Der interessiert uns aber, wie gesagt, aber hier nicht so. Ich hoffe, man hört mich gut mit dem Mikro. Der interessiert jetzt gerade nicht so gewaltig, sondern der äußere Anteil. Und der äußere Anteil, das ist jetzt hier und da kriegst du jetzt diese 3 Triggerpunkte hier, ja? Hier sind die. Jetzt kannst du jetzt hier mal, ruhig mal, passiert nichts, aber du kannst ruhig auch mal ein bisschen fester drücken. Und wenn du jetzt so ein bisschen fester drückst, dann ist es zwar unangenehm, aber da löst sich das Ganze jetzt schon auf. Das merkst du auch so ein Vibrieren an der Stimme, also ich merke das zum Beispiel ganz stark. Und jetzt kannst du anfangen, diese Stelle hier zu massieren. Und während du massierst, kannst du anfangen dabei, deinen Kopf dabei zu bewegen, damit sich das lockert hier. Jetzt gehst du hier nach oben wieder, diesen ganzen hinteren Ansatz, wie gesagt, nicht den Brustbeinansatz, und kannst jetzt mal hier klopfen. Ist nicht unbedingt so angenehm. Und dann nochmal wippen. Hoch, runter, wippen. Wieder klopfen. Wieder im unteren Anteil, mal wieder fester drücken. Massieren. Aber auch oben massieren, damit sich das Ganze einfach mal wieder lockert. Das wiederholst du jetzt einfach mal. Die ganze mal so 5 Minuten, 6, 7 Minuten. Ja, so, wenn du die Übung fertig gemacht hast, machst du die zweite anschließend danach einfach weiter. Und da geht es hier um den Trapezmuskel, den wir hier oben haben. Und du kennst es vielleicht auch schon, wenn du dich vielleicht mal massieren lassen hast. Wenn du dich massieren lässt, da gibt es immer diesen Punkt hier innen drinnen, wenn du das siehst, wenn da einer hinkommt, dann drückt sich schon so runter. Und um diesen Punkt geht es nämlich ganz genau, weil dieser Punkt geht nämlich hier oben bei uns in die Schläfe hinein und das sorgt auch dann dafür, dass wir dieses Benommenheitsgefühl haben und diesen Schwindel. Und genau da wollen wir jetzt hin. Also wir gehen am besten so hin mit den Daumen hier zwischen Muskelansatz und den leeren Raum, den wir haben, ist ein bisschen jetzt unangenehm, ich weiß. Und jetzt gehst du mal hier rein und massierst hier rein. Das ist, finde ich jetzt selber auch nicht unbedingt so angenehm. Aber hier geht es jetzt auch nicht darum, dass es sehr angenehm ist, sondern es geht einfach darum, dass wir endlich ja diesen HWS-Schwindel wegbekommen. Und das hilft dabei nämlich echt extrem. Und diese Übung kannst du ja auch dann danach immer so 5 Minuten machen, dass du dir hier richtig so rein mit den Daumen rein massierst. So 5 Minuten. Das wäre dann die zweite Übung dazu. Als nächstes benötigst du ein ganz normales Handtuch. Dieses Handtuch habe ich 4-mal gefaltet und dann gibt es diese Form hier ungefähr. Wenn du jetzt kein Handtuch hast, kannst du auch gerne auf Pause drücken und dir schnell eins holen und wir machen einfach weiter. Ist ja kein Thema. Aber worum geht es? Du nimmst jetzt dieses Handtuch, tust das an deinen Hinterkopf
und tust deine Ellenbogen praktisch nach oben. So, dein Kinn sollte jetzt möglich nicht so ganz gerade sein wie bei mir, sondern leicht nach unten. Nicht total, aber leicht. Und jetzt tust du das Handtuch mit deinen Armen, keine Angst, nicht volle Pulle, aber leicht mit Kraft anspannen. Und wenn du es jetzt leicht mit Kraft angespannt hast, dann tust du deinen Kopf auf die linke Seite drehen. Gegen den Widerstand praktisch von deinen Armen. Danach drehst du ihn auf die andere Seite. Und danach auf die andere Seite. Und immer so weiter. Und das Ganze machst du jetzt ungefähr so oft, dass du jede Seite 10-mal bedient hast. Und wenn du jede Seite 10-mal bedient hast, wiederholst du das Ganze 3-mal. Ich merke das schon, wie das auch sehr entlastet. Das ist echt ein gutes Gefühl, fühlt sich letztlich auch gut an. Schreib du mir auch mal in die Kommentare, wie du das Ganze findest. Ich finde es echt sehr entspannend. Vielleicht hast du ja zusätzlich noch den klassischen Drehschwindel. Und wenn du darunter leidest, dann seht ihr einmal das optokinetische Training auf der Endcard von mir. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, dein Juan. Namaste.